Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und in diesem Video aus der Krita-Serie zeige ich euch mal die Regions. So, als allererstes natürlich starten wir mit einem neuen Bild und ich möchte mal, ich glaube, wir machen das ein bisschen, falsch rum. Ich möchte es etwas weiter haben als hoch. So, Create. Jawohl. Regions. Wie der Name schon sagt, bedeutet Regions, dass wir uns hier in den Bereich von Regional Conditioning begeben. Auch dazu hatte ich mal ein Comfy-UI-Video. Das geht in Krita auch. Ist relativ gut und relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Also, als allererstes möchte ich Scene from the Jungle haben und auch nicht das Epic Realism 1.5, sondern wir nehmen mal JIPMix Realistic SDXL. So, die Wahl ist gefallen. Für Regions, das ist hier das Icon neben den Control-Nets mit dem T und Plus. Das müssen wir dann verwenden, aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal hingehen und uns einen neuen Paint-Layer erzeugen. Und dafür gehen wir dann auch hin und nehmen hier ein Vektor-Maskierungstool. Und ich sage jetzt mal, ich möchte hier so einen Bereich hier einfach mal selektieren. So, dann gehe ich hin und nehme das Fill-Tool, nimm irgendeine Farbe meiner Wahl, zum Beispiel hier so ein Grün und fülle diesen Bereich. So, der ist jetzt in dieser Region hier gefüllt. Und ich nenne diese Region einmal Parrots. So, ich mache einen neuen Paint-Layer. Nehme mir wieder das Vektor-Maskierungstool und sage hier unten irgendwie so. Zack. Nehme wieder das Paint-Tool und nehme ein bisschen Gelb vielleicht nicht. Nehmen wir mal Rot. Markiere diesen Bereich und nenne diesen Layer Jaguar. So. Ich habe noch keinen Plan, was ich vorhabe. Ne? Ist mir bewusst. Wir kommen gleich dazu. So, ich mache noch einen dritten Layer. Nehme wieder die Vektormaskierung und sage hier oben, so möchte ich jetzt mal neu auswählen. Zack. Nehme wieder das Fill-Tool. Diesmal ein bisschen gelb. Fülle das aus und nenne das Ganze Sun. Okay. Select, Deselect, damit wir die Auswahl weg haben. Und jetzt gehen wir zurück in die AI Image Generation. So, wir haben A Scene from the Jungle als generellen Prompt. Jetzt sage ich hier einmal, ich möchte diesen Layer mit den Parrots haben, markiere ich mir den, gehe hin, sage T+, und wir sehen hier schon, da ist der grüne Bereich. Und jetzt kann ich hier angeben, was da sein soll. Und ich sage mal, Parrots sitting in the trees. So. Als nächstes gehe ich hin und sage, ich wähle mir hier den roten Bereich aus, der Jaguar heißt, sage wieder T+, und auch hier sehen wir wieder rot, Jaguar, und sage Striving Jaguar. So. Und als allerletztes wähle ich den Sun Layer aus und sage wieder T+, und The sun is shining through the trees. So, und damit haben wir jetzt alle Regionen mit einem eigenen Prompting versehen hier, während wir ein generelles Prompting für das Gesamtbild haben, was heißt A Scene from the Jungle. Und jetzt drücke ich mal Generate und wir gucken einfach mal, was passiert. So, wir haben ein Bild gekriegt, 2 sogar. Hier fehlen die Parrots, hier sind sie da. Ihr seht aber schon, hier links haben wir jetzt die Papageien, die in den Bäumen sitzen. Hier oben scheint die Sonne durch die Wolken. Und hier haben wir einen Jaguar, der unterwegs ist. Ich drücke nochmal Generate. Und wir kriegen nochmal neue Bilder. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Hier sieht man es ganz gut. Die Sonne, die durch die Bäume scheint. Hier haben wir einen Papagei, der im Baum sitzt. Und hier haben wir den Jaguar. Ich nehme das einfach mal mit Apply. Und wir sehen jetzt hier, dass wir hier Gruppen gekriegt haben. Ne? Also er hat uns automatisch Gruppen erstellt. Einmal mit den Regions, die benötigt werden. Und aber auch mit dem Bild, was da erzeugt wurde in der Region. So. Das hier ist der einfache Background. Da unten der Bereich, der nicht mit einer Region versehen war und hier oben auch sehen wir.
So, hier können wir alles ausschalten. Das wurde hier drüber gelegt. Genau wie hier. Das sehen wir dann auch erst, wenn wir es so machen. Also hier könnt ihr ganz genau sehen, ne, dass dem gefolgt wurde, was wir ihm hier als Region angegeben haben. Das Schöne dabei ist, wir können jetzt natürlich auch, weil ich habe hier bewusst überall auf den Begriff Jungle verzichtet in den Regions. Ich habe es nur im globalen Prompt gemacht. Wir könnten jetzt zum Beispiel mal sagen, a scene from the Arctis. So, und wir machen Generate. Ich lösche mal eben die History, Clear History. So. Wir gucken mal, ob er damit klarkommt. Nein, Arktis hat er nicht erkannt. Aber was lustig ist, er hat den Jaguar ein bisschen freier interpretiert. Ja, ich will aber nochmal ein Arktis-Bild haben. Moment, ich nehme mal, was nehmen wir denn da mal für ein anderes? Vielleicht Protovision? Das ist übrigens kein Jaguar hier, es ist ein Yagax. Yagax. Schön. So, mal gucken. Nee, Arktis. Was ist denn mit euch los? Arktis hat er auch nicht so gut erkannt. Nee, dann sagen wir nochmal eben a scene from Cyberpunk City. Ich drehe jetzt mal komplett frei, sage mal Generate und dann soll es aber auch gewesen sein. Ich denke, der Sinn von Regions kommt ganz gut raus. Ne? Hier hat es funktioniert mit allen Kombinationen. Es ist natürlich, dass wir jetzt auch eine komplett sinnfreie Kombination hier probieren. Naja, hier hat es so ein bisschen geklappt. Auch, obwohl Jaguar hier auch ein Auto geworden ist. Die Sonne hat er uns hier, glaube ich, so in den letzten Zipfel noch gepackt, unserer Region. Dafür sitzen hier tatsächlich aus welchem Grund auch immer Papageien in einem Baum in einer Cyberpunk-Stadt. Ja, aber das war ja Sinn der Sache. Ne? Einfach mal so ein bisschen freidrehen und mal zu gucken. So, ja, Preview machen wir aus. Das ist der Sinn von Regions und ihr könntet jetzt hier einmal Rechtsklick machen und sagen New Layer from Visible. Wenn wir das machen, dann können wir das hier unten alles ausmachen und wenn ihr nämlich mit dieser Bildkomposition zufrieden seid, dann habt ihr hier alles auf einem Bild und könntet dann weiter damit arbeiten und halt auch wieder, wenn bei Bedarf neue Regions oder sowas, damit dann angeben. Ne? Ist kein Hexenwerk. Funktioniert aber hier und da sehr gut und ihr könnt natürlich dadurch ein bisschen besser eure Bildkomposition steuern, um dem Model zu sagen, in welchem Bereich ihr irgendwie welche Aspekte eines Bildes haben wollt. Funktioniert auch mit anderen Dingen anstelle von Sonnen, Papageien und Jaguaren. Ja, also viel Spaß damit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin macht es gut und tschüss. So, ups. Kleine Ergänzung, habe ich vergessen zu erwähnen. Machen wir noch eben. Ihr könnt auch hier, wenn ihr euch hier eine Region wieder auswählt, ne? So. Zum Beispiel sagen wir mal der Jaguar. Und wir sagen hier nochmal wieder, wir gehen nochmal zurück auf Jungle. Wir sagen, der Jaguar gefällt uns nicht. Dann könnt ihr hier mit diesem kleinen Alpha-Symbol auch sagen, ihr möchtet nur die Region neu generieren. Das heißt, ihr wählt den Jaguar aus, sagt Generate Region. So. Und jetzt habt ihr nur hier unten die Region neu generiert. Ne? Also das könnt ihr machen. Jetzt können wir sagen Apply. Wir gehen wieder hier hin und sagen, wo ist denn unser Jaguar hin? Hier. Der muss ein bisschen nach vorne. Dann sagen wir hier wieder Transparency Mask. Ne? Ihr kennt das Spiel. Und könnten uns dann den Jaguar hier wieder ein bisschen freistellen. Hatte ich vergessen eben zu erwähnen, wollte ich noch eben schnell nachholen. So, ne, ihr könnt das wieder ein bisschen überblenden, hier dann mit der Transparency Mask. Das haben wir auch schon in anderen Videos gesehen. Na, hier kommt er wieder raus. Ihr wisst, was ich meine. Mit Weiß können wir das wieder reparieren. Ja, wollte ich nur noch sagen, Alpha-Zeichen, Generate Region.